mal Sage, Realität. Etwas unterschiedlich. Ja, ist halt so, ne? Das ganze Mittelmeer ist eine windstille Badewanne. Das ganze Mittelmeer? Nein. Eine kleine Inselgruppe leistet erheblichen Widerstand gegen die Flaute. Und da sind wir. Tatort Ägäis, ein Revier zum Weglaufen. Wir müssen die Ägäis queren. Von Kos geht es über Kalymnos, Levita, Donusa, zunächst nach Paros. Ziel ist Athen, wo es endlich wieder ruhiger sein soll. Okay. Kos, tschüss, hoffentlich. Vordruck, tschüss. So, dann wollen wir mal nach Kalymnos. Jetzt halbwegs früh losgefahren. War der Wind noch nicht ganz so stark, aber jetzt haben wir auch schon 20 Minuten rum und kommen nochmal 10 drauf. Mir gefällt, ob es den dreien in der Achterkabine auch so gefällt, weiß ich nicht. Ja, aber müssen wir halt irgendwie durch die Ägäis und dann wird es ja auch wieder ruhiger. Hoffentlich. Auf Kalymnos steuern wir die Bucht Emporio an. Sie soll vor Meltemi geschützt sein. Zweimal greift der Anker nicht, dann legen wir uns an eine Boje. Und es gibt Belohnung für die Crew. Eine extra Ration Whiskas für den Kater, während der Hund seinen verpassten Mittagsschlaf nachholt. Und wir belohnen uns auch mit einem herrlichen Abendessen mit Blick auf die Boote. So, morgens um 7. Eigentlich wollten wir jetzt losfahren, aber irgendwie scheint der Wind nochmal zugenommen zu haben gegenüber der Vorhersage, denn das sind jetzt gerade keine Böen, sondern es ist ziemlich konstant hier. Naja, wir schauen mal, vielleicht bleiben wir noch einen Tag länger hier. Denn den besten Windmesser haben wir an Ort. Flattern Schingenes Ohren, bleiben wir vor Anker. Der Hund ist sichtlich erleichtert über einen weiteren Tag an Land.
Und die besten Wetterberichte gibt es immer noch bei den Einheimischen. Every morning the same? These days, yes. Yeah, yeah. Because of the wind. Yeah, but just because of the island, so outside is probably. I don't know for sure, but these days Yeah, used to be like summer. this. Yeah, In yeah. the morning, we have a little bit more windy. Yeah. Ah, guck mal, das ist ja cool. Genau wie bei uns, wenn Ah, ja. Ohren geschnitten sind, heißt es Sterilisiert. ganz genau. Das ist ja anscheinend die Postboxen von Und dann entdecken wir einen kleinen Biobauernhof, wo man seine Strauchtomaten selber pflücken kann. Und das Beste, während des Pflückens kann man so viele essen, wie man will. Wohnst du jetzt hier, Chingene? Nach anfänglichen Zweifeln ob unseres neuen Außenborders gewinnt Asum plötzlich Freude daran. Festhalten! Zurück an Bord übernimmt Chingene ihre Wache. Das ist eine Boje, Chingene, die du hinten ankläfst. Hey. Chingene. Chingene. So, und weiter geht's. Wir haben jetzt Freitagmorgen, glaube ich, kurz nach 8. Und ich hoffe, dass der Wind ein bisschen nachlässt. Das hatten die Fischer, der morgens nochmal stärker ist. Aber eben müssen wir trotzdem los, weil dann haben wir das eben auch wieder stärker wird. Ja, und mal gucken, jetzt kommen da wieder Böen, die haben wir meistens etwas über 30. Ja, wir haben jetzt gerade 29. Das Tagesziel ist erreicht. Levita, nach einer schönen Fahrt, nicht wahr? Kotzfleisch ist mir geworden. Levita ist eine kleine Insel mitten in der Ägäis. Ihre Südbucht ist aber super geschützt vor dem nördlichen Meltemi. 7 Menschen bewohnen die Insel. Eine kleine Familie. Sie leben von der Landwirtschaft, halten Ziegen und betreiben eine kleine Taverne. Für 9 € kann man für 3 Nächte an einer Mooringboje festmachen. Die Taverne erreicht man nach einem ungefähr 10-minütigen Spaziergang. Das ist die Taverne. Levita Restaurant. Ja, das ist die Taverne. Ist ja hübsch hier. Hallo. Hallo. Die Insel hat nur einen kleinen Makel. Es gibt kaum Mobilfunkempfang. Nur an einer Ecke neben der Taverne. Internet. Oh, you have internet. We don't have. You have Cosmode? No, wind. Ah,
Nein, neue Wetterdaten bekommen wir an diesem Abend nicht. Dafür ein ausgezeichnetes Essen. Und da alle Segler in der abgelegenen Taverne sind, überlegen wir, wo wir eine neue Starterbatterie herbekommen. Dann können wir jetzt unten gucken. Jetzt kann ich die ganzen Boote. Dann können wir eine Batterie austauschen. Ja, Batterien austauschen. Alter, hier. Türkenmulch ist auch noch hoch. Ja, die hatten das neueste Boot, da ist wahrscheinlich die Batterie auch die neueste. Ja. Vielleicht haben wir noch andere Sachen. Gucken wir mal. Und die würden es nicht mal merken, weil die Batterie nämlich ist eine türkische Mutlu. Oh. Ja, oh, nach einem Jahr kaputt. Am Ende blieb es dann doch beim Essen. So, kurz nach 7. Und wir kombinieren heute mal die Gassi-Runde mit der Suche nach Mobilfunkempfang. Das gibt es hier nämlich auf Levita kaum. Nur bei der kleinen Taverne, wo wir gestern waren, auch nur an einer kleinen Stelle. Dummerweise war das gestern so schwach, dass wir die Wetterdaten nicht laden konnten. Versuche jetzt mal das Glück und habe mal das iPad dabei, wo wir eine andere Karte drin haben und vielleicht auf ein anderes Netz gehen können. Schauen wir mal. Und ich dachte mal, wir seien Frühaufsteher, aber fast alle anderen sind schon weg. Wieder Fehlanzeige und so rufe ich die Crew zum Gespräch. Wir bleiben hier. Gefällt euch das hier? Wahrscheinlich eine gute Idee, denn kein weiteres Boot findet an diesem Tag den Weg nach Levita. Und so sind wir abends die einzigen Gäste. Für die 7 Bewohner der Insel Levita ist die diesjährige Meltemi-Saison eine Katastrophe. Der Wind ist stärker und so kommen kaum Schiffe auf das kleine Eiland. Alles, was in der Taverne auf den Tisch kommt, wächst auf der Insel. Es gibt keine Fähre und mit dem Fischerboot der Familie sind es bis zu 2,5 Stunden zur nächsten Insel, Patmos. Das gibt's als Spinat hier. Oder so etwas wie Spinat. Wird gekocht. Willst du jetzt essen? Nicht, dass du irgendwie Durchfall kriegst. Dann nicht. Fühlst da rein. So. Du hast ja nichts bestellt, Schatz? Und neben dem Abendessen gibt es noch ein weiteres Highlight. Wir haben erstmals seit 2 Tagen Empfang und können einmal das Wetter checken. Weil wir heute nämlich hier geblieben sind, was wahrscheinlich gar nicht mal doof war, weil auch kein anderes Boot gekommen ist. Und dann, am nächsten Morgen mit dem Sonnenaufgang, geht es weiter. Ziel ist Donusa. So, und dann wollen wir mal weiter von Levita nach Donusa. Und hoffen mal, dass wir nicht ganz so eine Packung heute kriegen. Aber da ist der Wunsch, Vater des Gedanken. Die ausgewählte Bucht im Norden von Donusa erweist sich als relativ ruhig. Auch wenn der Schwell in der Nacht die Dilly-Dally hin und her wirft wie ein Taktometer. Doch wo ist der Kater?
schläft tief und fest. Also, hoffe ich mal. Eigentlich wollen wir am nächsten Tag nach Mykonos. Höhe gewinnen für die Weiterreise. Doch die Windvorhersage liegt ziemlich daneben. Wir müssen ablaufen nach Paros. Bisschen viel heute. War überhaupt nicht angesagt. Sollte heute ruhiger sein. Kommt gerade wieder eine. Da ich ja gerade für Float einen Text schreiben sollte, was man bei Hitze an Bord machen kann, es gibt noch einen ganz einfachen Tipp: das Revier verlegen hin in die Kykladen im Sommer, wo angeblich oder laut Wetterbericht ist hier gerade Hitzewelle mit 40 Grad, ne? Und wir sitzen hier beim Segeln mit Jacken, weil uns arschkalt ist. Es tropft ein wenig. Das war nass. Seitenscheitel heute mal anders. Der Nordwind. Abendrunde. Jetzt nehme ich die Leine, das haut sie wieder ab. Komm. Nimm schon mal Leine, ich hol sie. Dein Hund hört ja richtig gut auf dich. Kannst auch. Alter! Denk dran, wir haben den Hund. Ey, Gas weg! Hier sind Steine im Wasser. Das ist die falsche Seite. Da! Und Heck! Und nochmal! Jawohl! Und dann ist auch schon wieder ein Tag vorbei. Gute Nacht, Cengene. Gute Nacht, Oluş. Gute Nacht, Asum.